Wie kann man ein Musikstück auswendig lernen? Das wurde ich auf Instagram gefragt und ich dachte, ich mache gleich ein Video dazu und sammle hier ein paar Tipps für euch, wie ihr euer Musikstück auswendig lernen könnt. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Der YouTube-Kanal rund ums Thema Üben mit Übetipps für euch, damit ihr zu Hause besser und mit Freude übt. Wie lernen wir ein Musikstück auswendig? Einfach ganz oft wiederholen und hoffen, dass wir es irgendwann mal dann auswendig spielen können. Ist sehr langweilig, anstrengend und mühsam, so auswendig zu lernen und einfach nur wiederholen, das hilft oft nicht. Also auswendig spielen heißt wirklich das Stück sehr, sehr gut kennen. Wenn du es noch nicht auswendig kannst, dann heißt es gibt einen Teil von deinem Musikstück, den kennst du noch nicht ganz so gut. Und ich verrate euch in diesem Video erstmal ein paar allgemeine Tipps zum Auswendiglernen und dann noch ein paar spezielle Tricks fürs Instrument üben. Wichtig fürs Auswendiglernen ist vor allem, wie du dich fühlst. Du musst gut drauf sein, du musst fit sein, du musst konzentriert sein, weil sonst ist es wirklich anstrengend. Deshalb such dir die richtige Uhrzeit aus, wann am Tag du auswendig lernst. Wir üben oft zu verschiedenen Uhrzeiten und manchmal geht es auch nicht anders, weil wir Termine haben, andere Dinge passieren, aber das heißt nicht, dass es vielleicht die beste Uhrzeit für dich ist zum Auswendiglernen. Und es gibt Schüler, die üben wirklich super vor der Schule, manche direkt nach der Schule, manche lieber am Abend, manche sogar spät am Abend. Ganz egal, suche für dich die beste Uhrzeit aus, wann du konzentriert arbeiten kannst. Deshalb ausprobieren, testen und dann einfach diese Zeit fürs Auswendiglernen reservieren. Der zweite Tipp: Sorge für die richtige Atmosphäre. Am besten suchst du dir natürlich einen Übeort, an dem du nicht gestört wirst, wo nicht ständig jemand vorbeiläuft, an dem du dich wohlfühlst und du dich einfach nur auf dein Musikstück und dein Instrument konzentrieren kannst. Der nächste Tipp: bloß kein Stress. Setz dich nicht selber unter Druck, in kürzester Zeit das Musikstück auswendig zu können. Das geht manchmal, aber nicht immer. Deshalb, wenn du für ein bestimmtes Ziel, wie ein Konzert, eine Prüfung, ein Wettbewerb, dein Musikstück auswendig vorbereiten möchtest, dann plane dir auch genügend Zeit ein, genügend Wochen, genügend Monate, damit du die Zeit hast, in Ruhe auswendig zu lernen, weil manchmal bleibt es schnell, manchmal brauchen wir auch ein bisschen länger. Und damit du keinen Stress hast, weil unter Stress lernen wir ganz, ganz schlecht, eigentlich gar nicht. Deshalb plane dir genügend Zeit ein fürs Auswendiglernen. Tipp Nummer 4, mach Pausen. Das ist ja fürs Üben sowieso wichtig, aber gerade fürs Auswendiglernen. Der Kopf wird irgendwann mal einfach müde, das passiert, das ist normal. Deshalb nach 25 Minuten, aber allerspätestens nach 40, 45 Minuten, plan dir eine Pause ein und auch die jüngeren Schüler, die noch nicht so lange üben, plant euch nach 10 Minuten, 2, 3 Minuten einfach Pause ein, indem ihr das Instrument weglegt und was ganz anderes macht. Aber was am besten in den Pausen machen, nicht so gut ist, natürlich am Handy zu scrollen. Am besten Bewegung, ein paar Stretching-Übungen, ein paar Bewegungen einfach machen, rumlaufen, Fenster aufmachen, Glas Wasser trinken und dann seid ihr wieder fit für eure weitere Übesession. Und jetzt noch ein paar spezielle Tipps fürs Auswendiglernen mit dem Instrument. Zerlege dein Musikstück in kleine Bausteine. Wie beim Üben auch, versuch nicht alles auf einmal zu lernen. Das geht nicht. Versuch nur wenige Töne, wenige Takte zu spielen und dann wiederhole, ohne dass du in die Noten schaust. Und so kannst du dir immer wieder kleinere Bausteine merken, die du dann später zusammenfügst. Übe aber gleich schon von Beginn an auswendig, nicht erst wenn du das Stück gelernt hast, sondern auch ein neues Musikstück, die ersten Töne, die ersten Takte gleich auswendig spielen. Tipp Nummer 2, nutze verschiedene Sinne beim Auswendiglernen. Und da ist es ganz hilfreich zu wissen, wenn du weißt, was für ein Lerntyp du bist. Da habe ich schon ein Video dazu gefilmt, in dem ich erkläre, was für Lerntypen es gibt, wie du herausfinden kannst, was du für einer bist, aber auch, was es fürs Instrumentüben bedeutet. Weil, wenn du jetzt der visuelle Lerntyp bist, dann hilft es dir beim Auswendiglernen, wenn du die Noten verinnerlichst. Also wenn du wie von einem inneren Foto die Töne spielst. Deshalb lege das Instrument dann auch mal weg und lies die Noten ohne Instrument einfach mal durch. Wenn du der auditive Lerntyp bist, dann singe dir die Melodie vor, laut oder auch
verinnerlich nur, höre dir das Musikstück ganz oft an und du lernst auswendig so viel schneller. Wenn du über das Tasten und Fühlen lernst, wenn du der haptische Lerntyp bist, dann beim Auswendiglernen merke dir das Gefühl, merke dir die Bewegungen, die Bogenstelle, die Bogenstriche, die Luftführung. Und das kann dir helfen, dein Musikstück beim Auswendiglernen besser zu verinnerlichen. Wenn du der kognitive Lerntyp bist, dann hilft es dir, wenn du dir einen Bleistift schnappst und dein Musikstück einmal analysierst. Umso besser du die Struktur und die Form, der Aufbau von deinem Musikstück kennst, umso leichter tust du dich dann beim Auswendiglernen. Jetzt ist es ja aber so, dass wir nicht nur mit einer Lernmethode am besten auswendig lernen oder üben. Findet für euch heraus, welche Sinne euch am meisten helfen und nutzt diese. Aber auch da, wechselt ab und sucht eure Mischform, die für euch super funktioniert. So, jetzt gibt es vielleicht aber eine Stelle, die du eigentlich schon gut kannst, aber eine Note trotzdem immer wieder falsch spielst beim Auswendigspielen. Was machen? Tipp Nummer 3, übe mit Akzenten. Betone die Note, die du immer falsch spielst, falsche Note, falsches Vorzeichen, egal was, mit einem Akzent, auch wenn es nicht im Musikstück steht. Du kannst die Akzente auch verschieben. Das ist gut, gerade auch bei langen Passagen mit vielen Sechzehntelnoten und hilft im Kopf einfach, sich die einzelnen Töne dann nochmal bewusst zu machen in den Gruppen. Also du kannst zum Beispiel immer die ersten 2 Sechzehntelnoten in jeder Gruppe betonen oder dann immer die erste und die dritte Note von jeder Sechzehntelnote beim Durchspielen, beim auswendig Durchspielen von der Passage und so die Akzente verschieben. Das kann dir auch noch helfen, wenn du eben lange Passagen hast mit ganz, ganz vielen Tönen. Noch ein Tipp fürs Auswendiglernen mit dem Instrument. Spiel das Musikstück, die Takte, die Passage auswendig, aber unter Tempo, wirklich viel langsamer und übertreibe mal den Ausdruck, die Artikulation oder auch die Lautstärke, das Vibrato. Die Übertreibung kann auch helfen, sich die Dinge dann noch ein bisschen bewusster zu machen. Noch ein Tipp für ganz lange Läufe, ganz schnelle Läufe mit super vielen Tönen, eine Note nach der anderen hinzufügen. Versuche dann nicht gleich den ganzen Lauf auf einmal auswendig zu lernen, sondern eine Note nach der anderen. Starte mit den ersten beiden, dann die ersten 3, dann die 4. Note hinzufügen, dann die 5. Und wenn du an einem Tag auch nur den halben Lauf gelernt hast, auch gut, dann mach am nächsten Tag weiter. Eine Note nach der anderen hinzufügen. Letzter Tipp fürs Auswendiglernen. Es ist so, wie es ist. Natürlich müssen wir beim Üben sehr viel auch wiederholen. Aber rein wiederholen, das hilft nicht unbedingt und es macht das Üben auch sehr, sehr langweilig, vor allem das Auswendiglernen. Deshalb übe mit Varianten. Gestalte deine Wiederholungen immer verschieden. Und wenn du da noch Tipps suchst, wie du am besten wiederholen kannst, damit es nicht langweilig ist beim Üben, da habe ich auch ein Video dazu gefilmt. Kannst du dir gerne noch anschauen und ein paar Übetipps holen, wie du am besten wiederholen kannst. Ich bin noch neugierig zu erfahren, wie es dir geht beim Auswendiglernen, beim Auswendigvorspielen. Tust du dir leicht? Ist es schwer für dich? Schreib mir doch in den Kommentaren, dann können wir uns dort auch noch ein bisschen mehr dazu austauschen. Und ich hoffe, dass dir diese Übetipps fürs Auswendiglernen helfen können. Nimm dir einen, probier aus, experimentier, hab keine Angst, immer wieder probieren und dann wirst du auch immer besser mit dem Auswendiglernen. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Video für dich mit Übetipps, damit du es nicht verpasst. Abonniere doch gleich den Kanal, drück auf die Glocke, damit du benachrichtigt wirst. Dankeschön und danke fürs Anschauen. Viel Freude beim Üben, viel Freude beim Musikmachen. Danke fürs Anschauen, bis nächste Woche. Tschüss!